And good evening, everybody. So, guten Abend allerseits. Let us open with a prayer. Lasst uns mit Gebet öffnen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for this evening study, wir danken dir für diesen Abend Andacht and we ask you to please bless your word, und wir bitten jetzt, dass du dein Wort segnest and that you please bring into our remembrance those things that we have come to understand, und dass du zu unserer Erinnerung bringst, das, was wir bereits verstanden haben. Please forgive us our sins, Bitte vergebe uns unsere Sünden and please establish us in the truth that you gave us. und bitte festige uns in die Wahrheiten, die du uns bereits gegeben hast. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. So let's go to Revelation chapter 11. So lasst uns zu Offenbarung 11 in unseren Bibeln aufschlagen. Offenbarung 11. And this evening we just want to make a short recap Und heute Abend wollen wir ein kurzes Wiederholung machen, why we came to this understanding of this number 10 here and this fractal here and all these things. so, wie wir eigentlich zu der Verständnis gekommen sind von diesem Nummer 10 hier und diesem Fraktal hier unten. Okay. So let's go to Revelation chapter 11 So Offenbarung Kapitel 11 and let's read verse 3 down to verse 6. und wir lesen die Versen 3 bis 6. Okay. It says, "And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth." So it's for 1260, right? That they prophesy. Also Vers 3 haben wir gelesen, ist für 1260, dass die prophezeien. Okay, and the 1260 is the Sunday law time period, right? Und der 1260 ist der Sonntagsgesetzkrise. Okay, so that's where they prophesy. Da prophezeien sie. Okay, and then it says, Dann sagt es, Vers 4, "These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of the prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will." Okay, so according to verse 6, what do these two witnesses have power to do? so gemäß Vers 6, was haben sie diese zwei Zeugen für Kraft, dass sie tun können? To turn the waters to blood and to smite the earth with plagues as often as they will. Yes. Also den Wassern zu Blut zu wandeln und die Erde mit Plagen, so oft sie wollen, zu schlagen. Yes, and to shut the heaven, right? Und das Himmel zu schließen. So who is the one who shut the heaven? So wer war derjenige, der das Himmel geschlossen hat? Elijah. Elijah, right? Elia. So Elijah, let's go to 1 Kings 17. So lasst uns zu 1. Könige 17 gehen. Verse 1. Vers 1. Says, "And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word." So here he shuts the heavens, right? So hier schließt den Himmel. So it's the beginning of the time where the heavens are shut. So das ist der Anfang von der Zeit, wo der Himmel verschlossen And we ist. saw that
the two witnesses, they also shut the heavens for 1260, right? Wir haben gesehen, dass die zwei Zeugen auch den Himmel für diese 1260 geschlossen haben. So here, the heavens are shut, So hier, den Himmeln sind geschlossen. but a part of Außer whose word? durch wessen Wort? A part of my word, he says, right? Außer durch den Wort von Elia. So, and who is Elijah according to Revelation 11? Und wer ist Elia gemäß Offenbarung 11? Yes, one of the two witnesses. Einer Right? von den zwei Zeugen. Which are the two candlesticks, right? Was diese zwei Leuchtern sind. And the two candlesticks are who? Und diese zwei Leuchtern sind wer? According. Yes, okay. The The two anointed Die ones, right? zwei Gesalbten. So, according to, Also gemäß, Sorry? Die zwei Zeugen. yes, but according to Zechariah chapter 4, right? also gemäß Zechariah Kapitel 4. Okay, so, and let us just, no, we don't have to remind ourselves, but we know in Zechariah 4 he sees the candlestick with the two olive trees, right? Also wir wissen in Zechariah 4, er sieht der Leuchter mit den zwei Ölbäumen. And therefore the two anointed ones, who are they? So die zwei Gesalbten, wer sind sie denn? Moses and Elijah, but they are the redeemed ones, right? Also Mose und Elia, das ist richtig, aber die sind die Erlösten. And what do they do Und was tun sie in Zechariah 4? in Zechariah 4? This, he sees the candlestick, right? Er sieht das Leuchten. And the Der two Leuchter. olive trees, they pour the oil into the candlestick. Und die zwei Ölbäume, die gießen deren Öl in der Leuchte hinein. So when Elijah comes to you, you still can receive oil even though the heavens are shut. So, right? wenn Elia zu dir kommt, du kannst immer noch Öl erhalten, obwohl die Himmeln verschlossen sind. He can open the heavens Er kann die Himmel öffnen. because he says the heavens are shut, but according to my word. Er sagt, die Himmel sind verschlossen, außer durch mein Wort. Okay, so now let's go to James chapter 5. So, jetzt Jakobus Kapitel 5. That would be in agreement with Ezekiel, right? Because at the beginning of Ezekiel's vision, the heavens were open. Yes. So if you're seeing those things, then it's open. Das wäre in Übereinstimmung mit Hesekiel, denn in Hesekiel Kapitel 1 sind die Himmel offen. Yes. Okay, so James 5 verse 17. Jakobus 5, Vers 17. Says Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. Okay, so therefore we can see, right, that it didn't rain for 1260, right? So, dadurch können wir sehen, dass es für diese 1260 nicht geregnet hat. And for 3 years and 6 months it didn't rain. 3 Jahre und 6 Monate ist es Okay. nicht geregnet. So he shuts the heavens here, and at the end the heavens are open. So, er schließt den Himmel hier und am Ende sind sie geöffnet. Okay, and this is also what Brother Mark mentioned already. Let's okay. Let us just put this here in place first. So, wir markieren das hier zuerst. So, and we know we have fractals. Und Right? so, wir wissen, dass wir Fraktalen haben. And fractals are repeating patterns. Right? Fraktalen sind nur wiederholende Muster. So you have a 1260 here in a sense, in this perfect application, So, right? das ist eine 1260 hier in diesen perfekten Anwendung, But also in this little fractal here. aber auch in diesem Fraktal hier. From Sunday law to midnight, we understand it's just a parallel. So von Sonntagsgesetz bis zur Mitternacht, wir verstehen, dass das ein Parallel ist. Because this shows, what does this pattern show here? Denn was zeigt uns diesen Muster hier? 2 times of trouble. Yes, 2 times of trouble So 2 Zeiten des with a Trübsals little time of peace. In mit between, einer right? kleinen Zeit des Friedens in der Mitte. But we understand that when you go into one of those Sunday laws, stretch them out, Aber wir wissen, dass wenn du in eine von diesen Sonntagsgesetze hineingehst und du es dehnst hier unten aus, then you see that in each of these boxes there's 2 times of trouble and a little time of peace in between. du kannst sehen, in jeder von diesen Kasten, es gibt 2 Zeiten des Trübsals mit einer kleinen Zeit des Friedens in der Mitte, wie hier dargestellt. Okay, so
If it's just a parallel illustration, you have 1260 here, you have a 1260 here. So, es ist nur eine parallele Darstellung. Hier hast du eine 1260 und auch hier hast du eine 1260. Okay. And the same must hold then true for this even smaller fractal, right? Und derselbe Regel muss dann auch hier anzuwenden sein in diesen kleinen Fraktal. Okay, this is also then in principle a 1260. So, denn prinzipiell ist das auch hier eine 1260. Okay, Brother Mark already showed you this morning, right, that from here to here, it's also what time prophecy? So, Bruder Mark hat auch bereits heute Morgen gezeigt, dass von hier bis hier ist welches Zeitprophezeiung? Yes, 25:20, right? Das ist der 25:20 And also the 2300 days. und Right? auch der 2300. And yesterday we looked here that we are in bondage in Egypt. Und gestern haben wir bereits angeschaut, dass wir hier in dieser Zeit in die Knechtschaft in Ägypten sind. So you also have the 400 there for So, you. da ist auch die 400 markiert. And all these time prophecies you can place in this box here. Und alle von diesen Zeitprophezeiungen kannst du in diesen Box hier hineinbringen. Okay. Anyways, now let's go to Ezekiel chapter 1. Aber jetzt gehen wir zum Hesekiel Kapitel 1. And Ezekiel 1 verse 1 Hesekiel 1, Vers 1. says, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened and I saw visions of God. So what happens to the heavens here? So, was geschieht hier mit den Himmeln? They were opened. Die waren Okay. geöffnet. So and we understand it begins right here, Und right? wir verstehen, das fängt gerade hier an. And we want to show a little bit later why. But when it begins here, is there a contradiction to this point that the heavens are shut here? Und wir werden später ein bisschen zeigen, warum. Aber wenn es hier anfängt, ist es in Widerspruch, dass die Himmeln in dieser Zeit verschlossen sind? No, except by the word of Elijah. Yes, but by the word of Elijah, right? Also, ja, die sind verschlossen, außer durch das Wort Elias. Because who comes to Ezekiel here? Denn wer kommt zum Hesekiel hier? Whom does he see? Wen sieht er? Cherubim. Yes, the 4 living creatures, Er right? The sieht 4 diese cherubim. 4 lebendige Wesen, diese Yes, 4 yes, Cherubim. right. Elijah comes to him, right? Elia kommt zu ihm. That's why for him the heavens are open, right? Deswegen für Hesekiel hier, die Himmeln sind geöffnet. And we understand this. For one class, the book is sealed, and for the other class, the same book is open. Wir right? verstehen, dass für die eine Klasse von Menschen ist das Buch versiegelt und für den anderen geöffnet. Okay, because in the literal story, Elijah himself, he was fed throughout the day, throughout this time, right? He was not in a famine. In the He was fat, did you say? Fed. Fed, okay. Also wir verstehen, dass in dieser Zeit Elia, der war nicht in einer Hungersnot, der ist gespeist worden von Gott. Yes. No problem. Okay, so therefore here Elijah comes and he gives you the oil if you basically open your heart for it. So hier kommt Elia in diese Zeit und bringt das Öl, wenn unsere Herzen dafür offen sind. Okay, so and obviously what do we need to do in order to receive the oil? Und was müssen wir tun, um das Öl zu erhalten? Yes, right. We must ask. Ask Rain. Elijah. We must ask for the rain in the time of the letter. Wir müssen bitten. Wir müssen nach dem Spätregen zur Zeit des Spätregens bitten. Because when we go now to Joel chapter 2, Und wenn wir zum das Buch Joel Kapitel 2 gehen, and let us read verse 23. und lesen Vers 23. It says,
Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Okay, so the Lord gives the former rain, and then he gives the former rain and the latter rain, right? So der Herr gibt das Frühregen und danach gibt er das Früh- und Spätregen. Okay, in the former rain, when does it always fall? Und das Frühregen, wann fällt es immer? It's The beginning. almost, it falls in the beginning, right? Also es fällt am Anfang. Okay, so in this illustration, where would be the beginning? Und in dieser Darstellung, wo wäre das Anfang? In the beginning. Am Anfang, ne? Okay, so here you have the former. So hier hast du das Früh. And Lawrence, a nice proof this morning. Remember, we were showing this in the last week of Christ. Also heute Morgen haben wir gezeigt, das hier wäre der letzte Woche Christi. And you had the 23 and 25, 20. They all begin in the fall. Und die 2325, 20 fingen im Herbst an. That's when the former rain falls. Da fällt das Frühregen In the fall. in den Herbst. It's finally. Okay, so the former rain falls in the beginning, and at the end, what falls? Also das Frühregen fällt am Anfang und am Ende was fällt? Yes, but does actually the early rain fall also at the end? In the Es war das Spätregen, aber fällt das Frühregen auch? in the, let's say, in the natural cycle, does the former rain also fall at the end? So in No. der natürliche Zyklus von Dingen, fällt das Frühregen auch am Ende? No, right? Nein. So the Lord actually, he wants to give the latter rain, right? Also der Herr möchte im Endeffekt das Spätregen So geben. you can't break the cycle. Yes. Okay, so he wants to pour out the latter rain, but when can he only give the latter rain? Also er möchte den Spätregen ausgießen, aber wann ist es nur möglich, den Spätregen zu geben? You got the former. Yes, when you get the former, when you are fully cleansed, right? Wenn du das Frühregen bereits erhalten hast, Okay. wenn du vollständig gereinigt bist. The former rain, what is the former and the latter rain? So das Frühregen, was ist das Früh- und das Spätregen? Types and antitypes. Yes, okay, let's Also go. Typen und Antitypen. Let's go to Deuteronomy 32. 5. Buch Mose 32. Fünfte Buch Mose 32 And let's read verse 2. und Vers 2. It says, My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. So what is the rain? So was ist das Regen? Doctrine. It says doctrine, right? Es ist Lehre. So he gives you a doctrine at the beginning So er gibt eine Lehre am Anfang, that should prepare you to receive the doctrine at the end, right? die dir vorbereiten sollte, sodass du eine Lehre am Ende Yeah, erhalten it says the kannst. Bible says, new light is never independent from the old light. So Ellen White sagt, dass neues Licht ist nie abhängig vom altes Licht. So you can only receive this doctrine here at the end So du kannst nur diese Lehre hier am Ende erhalten, when you receive the doctrine before that. Right? wenn du die Lehre, die davor kam, erhältst. Okay. It's interesting that it was 2014 forward that he started opening up the sanctuary truths and Ezra 7 and all these things, and, you know, Interessant ist, es war 2014, wo forward. angefangen hat, diesen Heiligtumslehren zu öffnen, also so in 2014 vor. So for a parallel in that point, that's why we're going Yes. back to all these things. Okay. So natürlich, das ist ein Parallel und deswegen kommen wir wieder zu den Heiligtümern. So let's go now to Isaiah 28. So, lasst uns jetzt zu Jesaja 28 gehen. And let's read verse 9 to verse 12. Und die Verse 9 bis 12. Because we saw that the rain is doctrine, right? Und wir haben bereits gesehen, dass das Regen Lehre ist.
Okay. It says here, whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? So he wants to give rain, right? So, möchte Regen geben. Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. So this kind of rain, when only can you receive it? So diese Art von Regen, wann kannst du das erhalten? When you drink no longer? Wenn du nicht mehr das Yes. Milch trinkst. Yes, amen. When you're not a child anymore. Wenn Okay. du kein Kind mehr When you bist. don't drink milk anymore. Keine Okay. Milch mehr trinkst. So because it goes on to say, Denn es sagt weiter, Vers 10. for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here little and there little. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people, to whom he said, this is the rest, wherewith he may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they would not hear. So this doctrine that he wants to send, this rain that he wants to send, So diese Lehre, die senden möchte, dieses Regen, die senden möchte, is the rest, right? ist die Ruhe. Ist die, It's the refreshing. es ist die Erquickung. Of refreshing. Yes, Es but ist die Zeiten der Erquickung. yes, but here it's the rest, right? Aber hier ist es die Ruhe. So when does the rest begin? So wann fängt die Ruhe an? When you're 12. Yes, Wenn du 12 bist. when you enter into time, when you enter into the land, right? Wenn du in das Land reinkommst. So when you enter into the little time of peace. Wenn du in das kleine Zeit des Friedens hineinkommst. So, and I want to make the point that this is the latter rain speaking here. Und ich möchte einen Punkt machen, dass das Spätregen ist, der And hier we'll spricht. show this now. Und ich Okay. zeige das. Okay, because it says it's the rest. Weil es sagt, es ist die Ruhe. Okay, and you only receive this rest here when you're drawn from the breasts, Und right? du kannst diese Ruhe nur erhalten, wenn du vom Brust gezogen When you bist. don't drink milk any longer. Wenn du keine Milch mehr trinkst. So now let's go to Hebrews chapter 5. So, jetzt gehen wir zu Hebräer Kapitel 5. And verse 11 down to verse 14. Und wir lesen die Verse 11 bis 14. It says, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. So these people here, Paul says, you actually ought to be already teachers. Right? So diese Menschen hier, Paulus sagt, ihr solltet ja bereits Lehrern sein. Yeah. And when do we become teachers? Und wann werden wir Lehrern werden? When we're wise. Yes, when we become priests, right? Wenn wir weise sind. Yeah, Wenn wir Priester when we are sent, right? Isaiah 30. wir gesandt Yes, amen. werden. Isaiah 30. We will. Your Go. seed. Yes, Okay. amen. So- Yes, we will come. Okay. So when we are priests and when we are sent. Also wenn wir Priestern werden und wenn wir gesandt And werden. we will confirm this in Isaiah 30 just in a bit, but we remain here. Wir bleiben vorerst hier, aber in Jesaja 30 werden wir das gleich bestätigen. Okay, so here you're priest, sent, and you're a teacher. So hier bist du ein Priester, du bist gesandt und du bist ein Lehrer. Okay, and he says here basically, they ought to be already teachers, but they still need the milk. Vers Okay. 12, es sagt, ihr solltet Lehrern bereits sein, aber ihr braucht noch das Milch. And you cannot eat strong meat. Und du kannst keine feste Speise nehmen. Verse 13. Vers 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age. So what is the full age you need to be? So, was ist der reife Alter, den du haben musstest? Well, you must be, in prophetic sense, either 12 or 30. Yes, amen. Also prophetisch entweder 12 oder 30. So the full age is
either 12 years or 30 years, right? So der volle reife Alter ist entweder 12 oder 30 Jahre alt. Okay, because 12 years, this was when you became a man or a son of God, as the word says. 12, da werdest du ein Mann oder ein Sohn Gottes, wie Ellen White es ausdrückt. Or 30 years, you're a priest, Oder right? 30 bist du ein Priester. Okay, so when you are full age, then you can eat strong meat. So wenn Okay. du volles Alter erreicht hast, dann kannst du feste Speise nehmen. So therefore, when you're full age, what do you receive? Which kind of doctrine? So wenn du volle Reife bist, was für Speise kannst du erhalten? The latter rain, Der right? Spätregen. Okay. So therefore, when the strong meat is the latter rain, what is therefore the milk? So wenn diese feste Speise das Spätregen ist, was ist denn das Milch? Yes, it's the former rain, Das ist das right? Frühregen. That's Okay. what it says to Jeremiah, say not thou art a child. Yeah. Das ist das, was er zu Jeremia sagt hier am Ende. Sag nicht mehr, du bist ein Kind. Okay. And they used to teach in this movement that Adventist Church was on milk and we were on the meat, and it was really self-exalted. You know. Also früher in dieser Bewegung haben sie gelehrt, dass der nominale Adventgemeinde, die sind auf den Milch und wir nehmen feste Speise. Und das war nichts anderes als Selbsterhöhung. Yes. Okay, so basically the Lord, we read in Joel chapter 2, So in Joel Kapitel 2 haben wir bereits gelesen, that the Lord gives us the former rain moderately, dass der Herr gibt uns den Frühregen im Maßen and then in the first month He gives us both, right? The former and the latter. und dann im ersten Monat gibt er uns beide, also das Früh- und Spätregen. So in other terms, He gives us the milk, So anders ausgedrückt, er gibt uns den Milch and then He gives us again the milk and the strong meat. und dann gibt es das Milch nochmals und aber auch das feste Speise. And this is exactly what Paul says here. Und das ist Okay? genau das, was Paulus in Hebräer hier sagt. He says, yeah, you already received the milk, right? So, ihr habt bereits das Milch erhalten And you ought to be already teachers here. und Okay? ihr solltet ja hier bereits Lehrern sein. So the Lord actually wants to give the latter rain here, the strong meat, So, der Herr möchte das Spätregen hier geben, das feste Speise. but then He sees you're still babes, you're dull of hearing, what it says here. Aber Right? dann sieht der Herr, ihr seid immer noch Kindern, ihr seid schwerhörig. And therefore He gives again milk and then the strong meat. Okay? Deswegen gibt ein weiteres Mal das Milch und darauf das feste Speise. He says you're dull of hearing. Yes. And Job heard first and then he saw face to face. So you have to hear before you can see. Also hier steht es, dass du schwer des Hörens bist oder schwerhörig bist. Und in Hiob musste zuerst dem Herrn hören, danach konnte er vom Angesicht zu Angesicht sehen. Also wir mussten hören. Dull of hearing. Yes. Okay, so therefore we can establish that when you come to the end where the Lord wants to give you the latter rain, So deswegen können wir etablieren, wenn wir zu Ende kommen, wo der Herr uns den Spätregen geben möchte, He realizes we're dull of hearing and we still can't receive it. Okay? er erkennt, dass wir noch schwerhörig sind und wir können es nicht erhalten. And therefore He again needs to give us the former rain and then He can give us finally the latter rain. So deswegen gibt er uns ein weiteres Mal das Frühregen und danach kann er uns denn das Spätregen geben. And therefore He brings us to the end, which is the waymark of midnight. So, er bringt uns zu Ende, was der Wegmarke des Mitternachts ist. And there He then gives us again the former and the latter. Und Okay? dann gibt er uns den Frühregen ein weiteres Mal und das Spätregen. Okay, but when we consider this illustration, right, Aber wenn wir diese Darstellung in Betracht ziehen, from the beginning to the end, vom Anfang bis zur Ende, so from the former rain and to the point where He actually wants to give us the latter rain, vom Frühregen bis zu dem Punkt, wo er uns den Spätregen geben möchte, how many years are in between, wie viele Jahre gibt es dazwischen, prophetically speaking? prophetisch gesehen? It's from temple cleansing to 3 years. temple cleansing, Von right? Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung. And it was 3 years between the two temple cleansings, Und right? es war 3 Jahre zwischen die zwei Tempelreinigungen. So between the former and the latter rain are 3 years, So okay? zwischen den Früh- und Spätregen gibt es diese 3 Jahre. And the 3 years is what? Und die 3 Jahre sind was? Ein Gospel. Yes, it's the 3 steps of the everlasting gospel. Die 3 Okay? Schritte des ewigen Evangeliums. So therefore, when here you come to the end,
So deswegen, wenn du hier zu Ende kommst, you come to midnight, kommst du Mitternacht an and he now wants to give you the latter rain, und er möchte den Spätregen geben, but he realizes he can't give it to you. You still need the milk. aber er stellt fest, er kann es nicht geben, du brauchst immer noch das Milch. So he gives you again the former rain and then the latter rain. So er gibt ein weiteres Mal den Frühregen und danach das Spätregen. So, and it must be, God's dealing with man is ever the Und same. Gottes Umgang mit den Menschen ist immer dasselbe. And therefore, between then the former So, zwischen den Frühregen and the latter, und das Spätregen, what must be in between? was muss denn dazwischen sein? The everlasting gospel. Yes, amen. The everlasting gospel, Also the die 3 drei Jahre, years, the diese 3 ewige steps, right? Evangelium, diese 3 Schritte. Okay, because here it was between the former and the latter was this 3 years. So when he repeats it, it's the same structure, just in a miniature version. Also And hier zwischen den Frühregen und den Spätregen war es 3 Jahre und wenn er es hier wiederholt, den Frühregen, ist es genau denselben Struktur, nur in Miniaturversion, diese 3 Jahre Ja. dazwischen. And the 3 steps of the everlasting gospel is also what? Und die 3 Schritte des ewigen Evangeliums ist auch was noch? 1,000 answers you can get. 7 Thunders. Yes. Sind 7 die 7 thunders. Donner. Okay. And therefore you can, when you come to midnight, you have the 7 thunders right there and you can stretch them out. So deswegen, wenn wir zur Mitternacht hier ankommen, du hast die 7 Donnern gerade da drin erhalten und du kannst es dann hier ausdehnen. Okay. So, and the 7 thunders are obviously then parallel to all the other 7 thunders. Und Right? diese 7 Donnern hier sind natürlich eine Parallel zu allen anderen 7 Donnern. Okay. And therefore, when you come therefore to the 5th day of the 4th month, So, deswegen, wenn du hier zum 5. Tag des 4. Monats ankommst, you have the 7 thunders, du hast die 7 Donnern. where he gives you the former rain at the beginning and the latter rain actually then here at the end. Okay. Wo er dich den Frühregen am Anfang gibt und den Spätregen hier am Ende. But still, we also need to read the fractals like this, right? Aber wir müssen den Fraktalen auch so lesen. And therefore, you have the former here and the latter also here. Deswegen hast du den Frühregen hier und auch den Spätregen hier. Okay, so yes, what was now my next point? Yes, okay, so therefore we can see basically, that here when you come to midnight you have this final experience, okay? So hier können wir sehen, dass wenn wir hier zur Mitternacht ankommen, wir haben diese finale Erfahrung. And that's why we understand that right here, this is when midnight begins. So deswegen verstehen wir, dass gerade hier ist, wo Mitternacht fängt an. And double N or? No. Okay. Beginning will be double N. Alright. And midnight begins, for instance, in Ezekiel chapter 1 with 5th day of the 4th month. Und Mitternacht fängt an in das Buch von Hesekiel, Kapitel 1, in das 5. Tag des 4. Monats. And he sees these cherubim. Right? Und er sieht diese Cherubim. And he sees the throne. Und er sieht das Thron. And he sees the rainbow. Und er sieht das Regenbogen. So, therefore, what does he see? So deswegen, was sieht er? Yes, the heavenly sanctuary, right? Also das himmlische Heiligtum. Die Himmel sind offen. So, It's saying when, because it was at the heat of the day when Abraham saw Christ and 2 angels, he sees this exact same illustration. Abraham sieht genau derselbe Darstellung, weil es war in der Hitze des Tages, also Mittag oder Mitternacht, wo Abraham sieht, also Christus und den 2 Engeln. It's like the Mount of Transfiguration. So Yes. it's similar. So dasselbe wie der Berg der Verklärung. Yes. Dasselbe Darstellung. and you can then parallel all the experiences of the prophets, right? Because they all have these similar experiences. Dann kannst du alle Erfahrungen der Propheten hier parallel stellen, denn die haben alle diese ähnliche, aber letztendlich das gleiche Erfahrung. They all see these cherubims. Die alle sehen diese Cherubim. Like for instance, what Brother Mark just mentioned. Zum Beispiel, was Bruder Mark gerade erwähnt hat. Christ in the Abraham, middle and the 2 cherubims at the side. Christus in der Mitte und die 2 Engel, die 2 Cherubim zu Ja. den jeweiligen Seiten. Isaiah sees
the cherubims, holy, holy, holy. Right? Jesaja sieht den Cherubim, schreit heilig, heilig, heilig. So, therefore, the Lord wants to show us, in this time here, the two anointed ones, they come to us to bring us the oil. So, der Herr möchte uns zeigen, dass in dieser Zeitperiode hier sind die zwei Gesalbten, die zu uns kommen, um das Öl zu geben. Because what is it that the two anointed ones bring here? Denn Therefore? was ist es, was die zwei Gesalbten in diese Zeit bringen? The oil. Yes, the oil, but in context of what we looked at. Das Öl, yes, aber Yes, the im former rain, Zusammenhang right? über das, was wir bereits gezeigt haben, es ist das Frühregen, die Okay. uns bringen. So they bring now the former rain. So, Okay. die Cherubim, die bringen das Frühregen. So, and therefore, is it life or death to receive this oil that they give you now here? So deswegen ist es von Leben und Tod abhängig, dass wir diesen Öl hier erhalten, die sie uns bringen. Yes, of course. Okay. Ja, natürlich. Because this is basically the last cleansing that he then can give you at the end later. Weil das hier ist der letzte Reinigung, die er uns hier geben kann, noch bevor der Spätregen ausgegossen wird. And we saw basically Ezekiel, he saw the throne, right? Und Hesekiel hat den Thron gesehen. And Isaiah, he saw the throne, Und right? Jesaja auch hat den Thron In gesehen. Isaiah 6. Jesaja 6. John saw the throne. Right? Johannes auch hat den Thron gesehen. And there are many other illustrations where the prophets saw the throne. Es gibt Okay. einige andere Darstellungen, wo der Prophet den Thron gesehen hat. And what about Sister White? Did she also have a vision where she saw the throne? Und was ist mit Ellen White? Hat sie auch eine Vision, wo sie den Thron sah? Yes, and she says it was a vision commencing with the midnight cry, right? Sie sagt, es war eine Vision, der fing mit der Mitternachtsrufe. So we come here now to midnight, and which is commencement of the midnight cry. Und wir kommen hier zur Mitternacht an, was das Anfang der And Mitternachtsruf the ist. midnight cry is the prediction. Yes. Yeah. Und der Mitternachtsruf ist auch der Vorhersage. So the throne, and before the throne were these two companies, right? Also der Thron und noch vor dem Thron waren diese zwei Lager, diese zwei Gruppen. The church and the world. Und die waren die Gemeinde und die Welt genannt. And in this vision, what came at the beginning to the church? Und am Anfang in dieser Vision, was kam zu die Gemeinde an? A light. Das Yes. Licht. And then it was followed by an Und das würde exceeding bright von light. ein äußerst helles Licht befolgt. Okay, so when you see the throne, first comes a light, the former rain, followed by the exceeding bright light, the latter rain. So, wenn Okay. du den Thron siehst, zuerst kommt ein Licht, das Frühregen, gefolgt von das Spätregen, was das äußerst helles Licht And ist. Sister White confirms that the exceeding bright light was August 11th, 1840, which Amen. was that. Und Ellen White bestätigt, dass dieses äußerst helles Licht war 11. August 1840, was auf der Millerlinie ist derselbe Weg macht. Yes, so here's August 11th, 1840. So yeah. hier ist der 11. August 1840. But just before August 11th, 1840, Aber gerade davor, vor diesem Datum, where the exceeding bright light came, wo dieser äußerst helles Licht kam, what came to Josiah Litch? was ist den Josiah Litch eröffnet worden? Yes, light came to him, right? Licht ist zu ihm gekommen. Because now he clearly understood the prediction. Weil jetzt hat er den Vorhersage klar und deutlich verstanden. So here, light came. So hier Okay. kam Licht zu ihm. So that's this former rain here, Das okay? ist dieses Frühregen hier, Which is here in this illustration here, was okay? hier in dieser Darstellung hier ist. Where now Josiah Litch more precisely formulated his prediction. Okay? Wo Josiah Litch seine Vorhersage genauere formulierte. Ja, genauer formuliert. Genauer formulierte, sorry. Okay, so and when we now come back to the story of Elijah, Und wenn wir jetzt zu der Geschichte von Elia zurückkommen, because in the story of Elijah, the heavens were shut for this 1260, right? denn in die Geschichte von Elia, die Himmel für diese 1260 waren verschlossen. And now let's go to 1 Kings 18. Jetzt gehen wir zu 1. Könige 18. And let's read verse 1. Und wir lesen Vers 1. 1. Könige 18. It says, and it came to pass after many days
that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Okay, so where are we now literally in the story here? So in der Geschichte, wo sind wir buchstäblich? Yes, at the end of the time when the heavens are shut. So Right? am Ende von der Zeit, wo die Himmeln verschlossen waren. So we come to the end, So wir kommen zu der Ende an yes, and the Lord now wants to give the rain. und der Right? Herr möchte das Regen geben. Okay, and just at the end, before the Lord can give the rain, what happens? Und gerade am Ende, noch bevor der Herr das Regen geben kann, was geschieht? Yes, there's this contest on Mount Carmel. Es gibt Right? diesen Kampf oder diesen Wettbewerb am Berg Karmel. Okay, so and now let's look at this again. Let's go to verses 26 Dann lass uns das nochmal anschauen. Wir fangen im Vers 26 to an. 29, 26 bis 29. because we understand who went first. Denn wir verstehen, wer ist zuerst gegangen. Yes, the counterfeit. Also Right? die Fälschung. It says, and they, so the prophets of Baal, right? Also die Baals-Propheten. And they took the bullock which was given them, and they dressed it and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. So when did they begin? So wann fingen sie an? Yes, in the morning, right? So am Morgen. And the morning is characterized with a morning sacrifice, right? Und das Morgen ist verständlich mit das Morgenopfer. So it's the 3rd hour to the, Der 3. bis Sixth zur hour, 6. right? Stunde. and then let's just jump down to verse 29. Und jetzt kommen wir jetzt bis zu Vers 29. And it came to pass when midday was past, and they prophesied unto the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice nor any answer, nor any that regarded. So, evening sacrifice is which hour? So, das Abendopfer war welche Stunde? It's 9th hour. Das 9. Okay. Stunde. So, from the 3rd to the 9th hour, So vom 3. bis zur 9. Stunde. they tried to do what? Sie haben was versucht zu tun? Yes, they tried to call down fire from heaven. Die haben versucht, Feuer vom Himmel herabzurufen. Okay, and we studied this, right? Wir haben das studiert. And what does it mean? What does the fire from heaven illustrate? Was stellt das Feuer vom Himmel the dar? confirmation from the Lord that your prophecy is true. Yes. Die Bestätigung vom Herrn, dass deine Prophezeiung Rain. wahr ist. For instance, in here at the end of the 1260, who gets judged? So hier am Ende der 1260, wer wird gerichtet? Die Hure, Yes, Babylon, right? Babylon. And she gets burnt with. Und sie werden Fire, mit right? Feuer verzehrt oder But she's verbrannt. also illustrated by Sodom and Gomorrah. Aber Right? sie wird auch dargestellt durch Sodom und Gomorra. And how was Sodom and Gomorrah destroyed? Sodom und Gomorra, wie waren sie zerstört? Yeah, fire came down from heaven. Feuer Right? kam vom Himmel herab. So basically, these false prophets of Baal, So, es gibt diese falsche Baals-Propheten. they try to call down fire on these cities, right? Sie versuchen Feuer auf diesen Städte herabzurufen. And what did Jeff's group do? Und was hat die Gruppe von Jeff getan? Balls of fire down. Yes. They said Nashville will be destroyed by balls of fire, Die right? haben gesagt, dass Nashville durch Bälle von Feuer zerstört wird. Based upon the vision that Sister White had, because she saw that Nashville was destroyed by balls of fire. Right? Basierend auf die Vision von Ellen White, weil sie hat gesehen, dass Nashville durch Feuerkugeln And zerstört they war. interpreted the balls of fire as this atomic bomb that would fall upon Nashville, right? Und die haben diese Feuerbälle als eine Atomwaffe, die auf Nashville fallen wird, But interpretiert. did it come to pass? Aber ist das zustande gekommen? No. Nein. And right after the counterfeit, who then started? Und gerade nach dieser Fälschung, wer hat angefangen? Elijah, right? Elia. And when was their false prediction? Und wann war ihre falsche Vorhersage? Ended on the Sabbath, the day before we began our camping. Yes, amen. Es hat auf den Sabbat geendet, der Tag zuvor, wo wir unsere Camp-Meeting angefangen So haben. they predicted July 18th
So, die haben den 18. Juli vorhergesagt. And we started our camp meeting on July 19th. Und wir haben unsere Camp-Meeting am 19. Juli And it was angefangen. not planned. That Okay. was Das planned war- long before they gave their silly. Das war nicht geplant. Also unsere Camp-Meeting war gebucht und geplant noch lange bevor sie überhaupt angefangen haben. And mit diesen That's not true. Uh, We have already. They already set gave date. this, Yes, yes. set already the But- date and. But we didn't plan to have it just after. Okay. We wir had haben a auch, choice between two dates and we chose for this and then realized that it was actually ending on Yes, their. yes. also wir hatten eine Wahl zwischen zwei Daten, die wir buchen konnten, und wir haben diese Datum gebucht, aber wir haben das sicherlich nicht in Betracht gezogen, basierend auf deren Vorhersagen. Yes. We just realized then after, oh, it's just one day after their false prediction. Okay. Nachdem wir es gebucht haben, wir haben festgestellt, dass es ein Tag nach deren falschen Vorhersagen. Okay. And then we made the camp meeting called the prediction. Right? Und dann haben wir diese Camp-Meeting gehalten und die Name der Camp-Meeting war die Vorhersage. Okay. And what did Elijah do when he started? Let's go to 1 Kings chapter 18 verse 31. Und jetzt 13 and 31. 1. Könige 18, 30 und 31. Says, And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with these stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. So what did Elijah do? So was tat Elia? Built the Built the temple temple. that had Yes. 12 stone. Amen. He built the temple. Okay. Den Tempel gebaut, die 12 Steine. So, and what is it that we, in a sense, unknowingly, up to now we realize that we do what in this time? Und was haben wir getan? Also unbewusst, also so bis jetzt wissen wir es, aber bis hierhin, was haben wir Laid unbewusst the gemacht? stones on the foundation. Yes, we now study how we are to build the temple, right? Also wir studieren gerade, wie wir den Tempel bauen. And we build the temple by these stones and by these timbers, right? Und wir bauen den Tempel durch diese Steine und diese Balken, Holzbalken. Holzbalken. Yeah, and we saw the timbers represent the truth of God's word, right? Und diese Holzbalken haben wir gesehen, die stellen die Wahrheiten Gottes Wort dar. So we studied along and we realized we need to build the temple, and now we see why, because Elijah, he built the temple. So, wir Okay. studieren und wir kommen zu der Erkenntnis, dass wir den Tempel wieder bauen mussten, und jetzt sehen wir warum, weil Elia den Tempel wieder aufrichtete. So it's so many times this happened. We did something, we didn't really understand what we did do. Okay. Also so oft sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir was getan haben, ohne zu wissen, was wir tun. And then in hindsight we saw, oh, we just fulfilled exactly what was written. Aber Okay. im Rückblick haben wir gerade gesehen, dass wir gerade was erfüllt haben, was geschrieben war, Okay. ist. So therefore, this is now the time where we are to build the temple, where we are to raise up the altar. So, das hier ist der Zeit, wo wir diesen Tempel bauen sollten, wo wir diesen Altar wieder aufbauen sollten. Because on the altar, what did Elijah offer? Denn was hat Elia auf dem Altar geopfert? Yes, this perfect sacrifice, Ein right? Stier, diese perfekte Opfergabe. And when you offer the perfect sacrifice, what comes down from heaven? Und wenn du das perfekte Opfergabe opferst, was kommt vom Himmel herab? Fire comes down from heaven. Feuer right? kommt vom Himmel herab. And this is exactly what we predict, right? That the fire comes down on these cities, but that's also the same fire that will come down into the temple, right? Und wir sagen vorher, dass das Feuer auf die Städte herabkommt, aber es ist dasselbe Feuer, was in unseren Tempeln reinkommt. Because when the temple is finished, fire came down from heaven and filled the temple. Denn wenn der Tempel fertiggestellt worden ist, kam Feuer vom Himmel herab und füllte den Tempel. So fire on the cities, So Feuer auf die Städten and fire in the temple. und Feuer in den Tempel. So, they couldn't bring down the fire on the cities, but when the true prediction comes true, the fire will come down. Okay. Also sie konnten den Feuer nicht auf den Städten hier herabrufen, aber wenn die wahre Vorhersage
zutrifft, dann wird Feuer auf die Städte But fallen. it's dependent upon us that we do the work of Elijah. Okay? Aber es hängt davon ab, dass wir in dieser Zeit die Werk Elias tun. Yeah, that we build up the altar and bring the perfect sacrifice. Dass Okay? wir diesen Altar wieder aufbauen und der perfekte Opfergabe darbringen. And then the Lord can come down in fire. Und Okay? dann kann der Herr mit Feuer herabkommen. I just remember something that's interesting when Jacob, because you and I had this discussion about this oil coming down there, but Jacob made this promise that if he would bring him again into his father's house, which would be a fulfillment of that, right? He says, I promise to give you a tenth. Also Jakob hat ein Versprechen gegeben, dass wenn er wieder in sein Vaters Haus kehrte, was eine Erfüllung hier wird, dass er Versprechen hat, den Zehnten zu geben. Okay, and this is what Malachi is talking about. What you've robbed me, you've not brought your tithe, and this is this tithe that Jacob was speaking about. Yes. Und das ist das, was Maleachi sagt, ihr habt mich beraubt, weil ihr den Zehnten nicht gebracht habt, und das ist diese Zehnten, wovon Jakob sprach. So just Yes. Amen. remember that. Okay, so just to summarize, Also okay, um zusammenzufassen, so we can see clearly how these things are fulfilling before our very eyes. wir können klar sehen, wie diese Dinge genau vor unseren Augen erfüllt. And that we are now actually already at midnight, Und dass wir bereits an Mitternacht sind, angekommen sind. and that the Lord just repeats giving us the former rain, the milk, because we still can eat the strong meat. Und der Herr wiederholt den Frühregen, den Milch, weil wir den feste Speise, das Spätregen, noch nicht erhalten kann. It's like a dress rehearsal. Yes. You're running through the whole seven thunders step by step. He's taking you through it, so now it's fixed in your mind, and you've seen it. You're going to experience it, each point of it, so that when you get to the point there and He fills you with a lot of rain, when you go forward, you have a perfect experience of the whole plan of salvation. Yes. Also es ist wie eine letzte Übung. Der Herr nimmt uns durch jeder einzelne Punkt von den 7 Donnern durch, sodass wenn wir durch diese Erfahrung denn durchgehen, wir haben eine Erfahrung, eine perfekte Erfahrung, wie wir darauf zurückfallen können. Amen. Okay, so and we can clearly therefore see, they couldn't bring down the fire, but now the genuine work is taking place. Also wir konnten sehen, dass sie hier den Feuer nicht herabbringen konnten, aber jetzt sehen wir, dass das wahre Werk ist imstande And zu as passieren. all the prophets saw the throne room and the sanctuary, we also now receive light on the sanctuary. So wie alle Propheten den Thronraum und das Heiligtum gesehen haben, so wir hier, wir erhalten Licht auf den Heiligtum und das Thronraum. And as Elijah raised up the altar, the temple, we also now build the temple. Und Right? so wie Elia das Altar des Tempels wieder aufbauten, so müssen wir dasselbe tun. And we understand we're in this time here where we see the throne, Und wir verstehen, dass wir in dieser Zeitperiode hier, wo wir den Thron sehen, and there are two groups, the church and the world. und es Right? gibt 2 Gruppen darin, also die Gemeinde und die Welt. And only the church received the light. Und Okay? nur die Gemeinde hat das Licht erhalten. So, and the church was also called how in this vision? Und die Gemeinde war auch wie anders genannt in dieser Vision? The praying company. Kleinbetende Schar. So it's the little praying company. So ist es der kleine betende Schar. So with a underline on the P. Und Okay. mit einer Betonung auf das P. So you only can give yourself this title if you're actually praying. Also Okay? du kannst dir diesen Titel nur nehmen für dich, wenn du tatsächlich einer bist, der betet. It's very prevalent because it's the shaking. And Yes. the shaking vision is all about this importunate prayer. So that's what makes them the little praying Und company. das ist natürlich sehr wichtig, weil das hier ist die Sichtung und diese Sichtung, Vision, es hängt alles davon ab, ob du nun mal betest oder nicht. And the world is careless and indifferent, right? Und die Welt ist sorglos und uninteressiert. And they don't pray, and therefore the good angels leave them. Die beten nichts und deswegen die guten Engel verlassen sie. But in the vision, right, two classes that are in there, they are not these two. Aber in der Vision, If I'm correct, die 2 Klassen sind nicht die beide hier. because in the vision she says that the angels leave them, right, and they are
Vision, die Engel verlassen sie und dann sind sie in Dunkelheit hinterlassen. But the world will understand there is still receiving opportunity here. Aber die Welt, die erhält weiterhin eine Gelegenheit am Ende. No, that's not the point. It's the little praying company that's in the vision of the shaking, and it'll determine whether you continue in that importunate prayer, whether you remain in that company or whether you get shaken out. Kleinbetende Schar ist diese Gruppe, die in den Visionen sind, und es ist abhängig davon, ob du betest nun, ob du ausgesichtet werden bist oder ob du bleibst in diese kleinbetende Schar. So the shaking vision is speaking about the church, not about the world. Yes. So die Sichtung, Vision spricht über die Gemeinde, nicht über die Welt. Then I understand. Okay, so and therefore this is what we need to consider. Because all the prophets, what did they do? Denn das ist das, was wir in Betracht ziehen mussten, denn alle Propheten, was haben sie getan? When they, for instance, Zechariah, when he saw the candlestick, So Zechariah, als er den Leuchter gesehen hat zum Beispiel, he asked, right? er hat gefragt, He prayed. er betete, Yeah. He asked for the rain in the time of the latter rain. er hat für den Spätregen gebeten zur Zeit des Spätregens. So the Lord actually wants to pour out the latter rain here. So der Herr möchte wohl das Spätregen hier ausgießen. So we are already in the time of the latter rain. So wir sind bereits in der Zeit des Spätregens. Yeah. But he must give us again the former rain, because we are not there yet. Okay. Aber er musste uns zuvor den Frühlegen geben, denn wir sind noch nicht da. But we are in the time of the latter rain, and therefore we must heed the commandment to ask for the rain in the time of the latter rain. Aber wir sind wohl in der Zeit des Spätregens und deswegen müssen wir den Gebot befolgen, gehorchen, für den Spätregen zur Zeit des Spätregens zu bitten. Amen. Amen. Okay, so therefore let's keep these illustrations in mind and obey the work that the Lord sets before us. So lasst uns diesen Darstellungen immer in unseren Gedanken behalten und dem Werk, die der Herr uns da gibt, befolgen. Okay. Gehorchen. Then let's Amen. close with our prayer. Lasst uns mit unserer Gebetsrunde